Im Leben geht es um Momente. Zeit, in der wir bewusst leben. Das Leben als solches spüren. Das können Momente voll Adrenalin und Abenteuer sein, in denen es gefühlt ums Überleben geht. Hältst du die noch? Ja. Und das können Momente der Stille sein, in denen man einfach genießt, was ist. Die Welt in Stille wahrnimmt, wie hier in der Natur Spaniens. Uhr morgens hier in Spanien, Freunde. Die Sonne geht gerade auf und hier wird schon der erste Kaffee gekocht. So geil. Wir waren schon so froh, dass wir irgendwie um 9 Uhr fertig waren und alles eingepackt hatten. Wenn man einmal richtig gut in der Zeit ist. Einmal. Ist man doch nicht richtig gut in der Zeit. Und dann haben wir gedacht, so scheiße, wo ist mein Portemonnaie? Wo sind die Motorradschlüssel? Ja, sie waren natürlich noch in einer Tasche im Zelt und das Zelt war eigentlich schon eingepackt. Ja, gut. So lernt man auch, vorher nochmal nachzugucken, bevor man sein Zelt einpackt. Ob auch wirklich alles raus ist. Nun gut, so starten wir jetzt. Aber ich denke mal, es wird so halb 10 Uhr sein, bis wir hier loskommen. Erster Stopp wird sein Lleida, weil wir brauchen noch vom Decathlon neues Gas und irgendwie noch was zu essen für den Tag. Und dann wollen wir zum Anfang des TED Nummer 20 war es, ne? Oder 18? Wir haben voll die Planung. Wir überlegen uns das nochmal, dann melden wir uns wieder. So, das Wetter erfordert es, dass wir uns auch das erste Mal hier mit Sonnencreme einschmieren. Und das Motorrad sieht mittlerweile auch etwas anders aus. In Anbetracht dessen, dass wir jetzt noch einkaufen, brauchen wir ein bisschen Platz für Nahrungsmittel in den Taschen. Und so haben wir einige Dinge outgesourced, wie zum Beispiel hier Schlappen, Campingstühle. Das passt da alles wunderbar hin. Auch nochmal so eine Sache, wenn man packt, sich da so ein bisschen Freiraum zu lassen im Gepäck. Denn fürs Einkaufen braucht man den dann mal. Morgen ist Sonntag und deswegen müssen wir heute doppelt einkaufen. Daher auch ein bisschen andere Gepäckverhältnisse. Für gute Sicht sorgen wir auch noch. Extra mal plakativ schön mit... Ach, man sollte das quer. Tipp von Ja, danke, dass du das bei meinem Helm dann alles verkratzt. Tipp von Julien, immer schön so quer machen, sonst gibt das so komische, was war da nochmal? Das gibt sonst Kratzer in die falsche Richtung, weil man dann die Sonnenreflexion da negativ drin hat. Wenn das dann ein bisschen verkratzter ist, dann blendet es extrem. Ja. Deswegen ist zu empfehlen, das immer seitlich zu reinigen. And a microfaser too. It's very good. Oh Mist, ich wollte das so. Wow, da hinten ist ja sogar ein Boot. Geil. Schön. Echt ein schöner Ort hier. Nice. Merkt euch das, wenn ihr mal nach Spanien fahrt, das kann man gut machen hier.
So beginnt dieser Fahrtag mit einer Stippvisite in der Gemeinde Val-de-Loup, wo Julien gestern noch eingekauft hat. Von dort aus steuern wir Lleida an und bemerken, dass uns viele Motorradfahrer mit einer BMW entgegenkommen. Gerade eingefahren in Katalonien werden wir begleitet von vielen Rennradfahrern und ganz kleinen Spezialvögeln, die voll bunt sind. Das sieht so papageimäßig aus. Und eine Schwalbe hat uns auf unserem Weg auch schon ein Stück mit begleitet. Ja, ich würde sagen, gute Laune, sehr geiles Fahrgefühl hier. Julian, würdest du noch was sagen? Nee, also da habe ich jetzt dem Ganzen nichts hinzuzufügen. Tanken müssen wir gleich noch. Und nicht nur das Begehren von Benzin lockt uns nach Lleida. Leute, mega nervig. Irgendwie so 1,5 Stunden später. Ich war jetzt gerade im Decathlon. Oh, was eine Tortur. Wir brauchten einfach neues Gas. Ich habe hier so einen Campinggaskocher, ja, wo man das so reinschraubt, die Kartusche. Und die neue Kartusche hatte die gleichen, sagen wir jetzt mal, diese Außenmaße von dem Kreis her, der Durchmesser war der gleiche. Nur oben sah es halt ein bisschen anders aus. Ich habe extra nachgefragt. 2 Leute im Personal und einer guckte extra und sagte, ja, alles super, das passt und so. Nehme ich das Ding mit raus, will es in meine reinschrauben. Es passt zwar rein in diese Plastikhülle, aber es lässt sich halt oben nicht drauf machen und zuschrauben, weil es irgendwie oben nicht die richtigen Formen hat. Ja, jetzt habe ich natürlich nochmal für 28 € einen neuen Gaskocher gekauft. Dinge, die man nicht braucht. Falls ihr mal irgendwo im Ausland seid und bei Decathlon einkauft, vertraut dem Fachpersonal nicht. Tanken ist in Spanien so schön günstig. Hier 1,64 wieder. Oh Mann, schon lange nicht mehr so günstig getankt. So, jetzt geht es noch so 1,5 Stunden ungefähr zum Anfang des TED 20. Raus aus Lleida. Ich glaube, er ist halt ein Penner und die aus dem Auto vor uns haben dem gerade so eine Plastiktüte gegeben. Da ist jetzt irgendwie eine Cola drin und ein Baguette oder so. Guck mal, er winkt noch. Er war irgendwie mega dankbar. Er kam einfach gerade zum Auto. Die haben das so rausgehalten. Wie toll, oder? Schön. Also hier gibt es schon definitiv einige Obdachlose, die man auch viel sieht vor großen Einkaufszentren. Ne? Und was noch auffällt? Da lobe ich mir doch die Lüftungsschächte meiner Motorradhose. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, ist, dass uns das Wetter heute noch ziemlich zu schaffen machen wird. Denn die erste Sektion des Trans-Euro-Trail Spaniens verpasst uns eine gehörige Abreibung, die wir so überhaupt nicht kommen sehen. Aber dazu gleich mehr. Pompöse Malereien an den großflächigen Hauswänden mancher Orte, durch die wir rollen, charakterisieren das Stadtbild. Ein bisschen wie durch ein Bilderbuch zu fahren. Die Mittagssonne brennt uns mächtig auf die Helme, als wir den 256 Meter langen Rio Segre überqueren. Er ist der längste Nebenfluss der Ebro und entspringt in Frankreich.
Von da unten kommen wir. Hier oben ist eigentlich ein ganz netter Ort, um mal kurz innezuhalten. Das war jetzt gerade echt eine schöne Strecke, ne? Ja, ich fand auch ein sehr schöner Streckenabschnitt. Gerade das da unten, als wir da durchs Tal fuhren, an dem Wasser vorbei mit diesen Schilfgewächsen an der Seite, auf der anderen Seite der Felsen. Ist echt landschaftlich doch recht abwechslungsreich, auch wenn man zuerst denkt, dass dem nicht so ist. Also fand ich zumindest heute Morgen. Und dann überrascht in dem doch sehr zuerst flachen Land auch dann wieder ein bisschen sowas Bergiges, Kurviges, so kleine Pässe. Ist alles nicht sehr hoch von den Bergen, aber trotzdem sehr schön. Ich glaube, wir sind jetzt hier so auf 300 Meter oder sowas. Aber es bringt sofort Abwechslung. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was uns der Ted heute noch bringt. Weil der führt uns immerhin an diesen Ort hier. Ohne den wären wir nicht abgebogen. Julien hat was Gutriechendes entdeckt. Das riecht hier überall sehr gut. Hier wächst überall Rosmarin. Ist das Rosmarin? Ich hätte jetzt Thymian gesagt. Thymian oder Rosmarin. Eins davon hat kleine Blätter, eins... Wir zeigen es euch mal. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was es ist. Oh ja, das ist aber... Ich glaube, das könnte... Oh, ich weiß es nicht, was es ist. Kräuterexperten hier vor Ort. Ich glaube, das ist der Toilettenbaum. Oder? Geil, ey. Oh Mann, Leute. Da wird geschossen. Da wird geschossen? Auf ja, uns? Hast du das nicht gehört? Ja, das habe ich gerade schon gehört. Ja, Meinst du, der Hall ist, kommt hier in den Bergen wieder raus. Schießen die auf uns? Oh, ich merke schon. Oh nein. Juliana. Oh, ich glaube, ganz so unwahrscheinlich ist das nicht. In Korsika? In Korsika! Auf Korsika, da machen die das auch. Da schießen die auf Wildcamper. Habe ich eine kennengelernt auf der Fähre bei der Rückfahrt. Die hat das erzählt. Da war ihr Nummernschild mit so kleinen Punkten. Ich sag, was hast du denn gemacht? Sagt ja, ich stand wild und dann haben die aufs Nummernschild geschossen vom Auto. Das war schon krass. Krass, ne? Ja. Und auch hier wieder schöne Blümchen. Zwar nicht oft, aber wenn sie dann da sind, dann freue ich mich immer sehr. Vielleicht kannst du diese Blume in den Mund nehmen, dann kann ich mich so wegzoomen. Ja, also bescheuerte Videoideen, die Frau. So, Julien schnappt jetzt hier gerade noch ein paar Sonnenstrahlen auf. Nein, es ist wirklich heiß hier. Muss man gar nicht. Bei 26 Grad sind wir mittlerweile, habe ich vorhin gesehen. Es fühlt sich aber deutlich mehr, es fühlt sich eher an so wie 32. Ich glaube, wir sind das noch nicht ganz gewohnt. Die Luft steht hier auf jeden Fall. Schnell weiter. Im weiteren Verlauf der Strecke fallen uns schwarz verkohlte Baumskelette auf, die auf den Flächen neben der Straße vergangene Waldbrände vermuten lassen. Das mit diesen verbrannten Bereichen, das ist wirklich immer nur so Felder spezifisch. Also es gibt wirklich jetzt wie hier dann wieder Bereiche, wo davon gar nichts zu sehen ist von verbrannten Bäumen. Und dann wiederum kommen wirklich auf einmal so Felder, wo dann jeder Baum schwarz ist. Ne? Ja, und hier wachsen sie nach. Wie schön. Ich habe gerade schon kurz gedacht, ob die das wohl irgendwie kontrolliert extra machen. Okay. So, aber glaube ich nicht, oder? Weiß ich nicht. Müsste man sich mal informieren. Wer es weiß, schreibt es gerne in die Kommentare. Kann ja auch sein, dass sie das wirklich wegen Käferbefall ganz gezielt machen. Ne? Das sieht nämlich ziemlich käferlastig aus. Käferlastig, käferlastig. Kleiner letzter Snack und Stärkung, bevor es dann gleich auf den Ted geht. Wir sind hier in Maea. Maea? Ja. Maea ist eine kleine Gemeinde mit 2100 Einwohnern in der Provinz Saragossa. Die Route vom Ted, also den Track, hauen wir jetzt mal im Navi aktiv. Mr. Julien. So, wir gehen hier Apps, Tracks, den hatte ich hier schon bereitgestellt. Das ist die Track-Sektion Nummer 20. Und wie wir sehen... Sehen wir nichts. Doch.
Anfang bis Ende wollen wir. Wir sind nämlich hier schon ganz in der Nähe. Wir müssen nämlich genau hier drauf liegen. Er berechnet noch. Er berechnet und rechnet. Ja, rechnen kann er. So. Und wie wir hier sehen, die pinke Linie, ich zoome hier mal ein bisschen raus. Das kleine bisschen müssen wir noch fahren, dann sind wir drauf. Genau, hier oben ist der eigentliche Startpunkt. Wir sind aber so gut wie drauf. Der führt nämlich hier durch den Ort durch. Und da wir hier gut hin navigieren konnten, ist das hier an der Stelle für uns der Startpunkt. Also wo fahren wir jetzt hin? Wir fahren dann hier entlang. Ich muss hier halt raus. Über Mazaleon an Val de Tormo vorbei. Und dann schauen wir mal einfach, wie weit wir da kommen. Das ist nämlich eine ganze Ecke hier. Abschnitt 20 von dem TED, den wir jetzt vor uns haben, sind ca. 150 Kilometer. Das ist ein bisschen viel. Es ist jetzt, glaube ich, auch schon 3 Uhr oder so. Ehrlich ja, gesagt, Viertel nach 3. Schaffen wir nicht mehr heute. Wir werden dann einen Teil von fahren, gucken, wie sich das erstmal auch anfühlt. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, weil wir nämlich hier ehrlich gesagt uns in der Region gar nicht auf den TED eingestellt hatten, weil wir hier überhaupt nicht fahren wollten, sondern im Süden erst. Haben da jetzt aber trotzdem Bock drauf, deswegen wird das hier eine Spontanaktion. Das, was man gerade sehen konnte an kleinen Wegen, die abseits der Strecke zur Bewirtschaftung der Felder angelegt sind, sah schon alles sehr gut aus. Mir gefällt es hier auf jeden Fall in der Region. Und so ein spontanen Abstecher lohnt sich ja meistens dann doch mehr, als man vorher erwartet hat. Diese Malereien, das finde ich so schön, findet man sehr oft hier an den Häuserwänden. Beeindruckend, echt, was die da so hinkritzeln. Also kritzeln kann man das nicht nennen. Jetzt drauf können wir unser erstes Abenteuer, beziehungsweise den Grund, weswegen wir dieses Land hier überhaupt bereist haben, nachgehen und starten. Yes! Fahr mal los. Das hoppelt ganz schön hier, mein Motorrad. Wir haben auch noch 3,5 Bar Luftdruck von der Autobahn drauf. Aber Caro sträubt sich. Ja, der geht schon von alleine noch raus. Veränderung. Konservativ, was den Reifendruck angeht. Ja, irgendwo muss man es ja mal sein, oder? Das ist ziemlich staubig hier. Ja. Aber schön. Friss den Staub, Baby. Jetzt ich oder was? Die ersten Schottermeter liegen hinter uns und siehe da, wunderschöne Friesen haben sie hier. Und der erste Trecker ist uns gerade auch schon entgegengerast. Hier, er macht sein Feld. Da, die haben die Glocken um den Hals, der eine da. Seht ihr das? Hier, da, der da. Wunderschön. Ja, gerade der Treckerfahrer, das kann man sich halt irgendwie gar nicht vorstellen, wie die auf teilweise sehr, sehr engen Straßen mit diesen, naja, man muss sagen, es sind relativ kleine Trecker, aber dann doch zügig fahren. Er hatte noch die Fluppe im Mund und war so richtig so, ja, entspanntes Völkchen. Nur nicht, was die Geschwindigkeit betrifft. Das sieht echt stylisch aus. Boah, das ist schon ziemlich geil hier mit den Felsen. Da unten ist so ein kleiner Fluss, also sehr, sehr urig hier. Da wartet schon der erste Ranger auf uns. Geil, da müsste man mal baden gehen. Boah, das Wasser ist auch voll schön. Er mit seinem Baskenhut. Er guckt mit dem Hund. Cool. Der TED empfängt uns zunächst mit einem schmalen Track entlang an steilen Felsbrocken zur linken und Olivenbaumfeldern zur rechten. Es sind übrigens 30 Grad. Ich
glaube, wir müssen jetzt hier links. Manchmal ist das nicht so ganz eindeutig. Mal schauen. Wir probieren es, weil wir haben uns auf jeden Fall gerade schon mal verfahren. Hier links war auch nicht richtig. Also Kommando zurück und ab durch den anderen Busch. Ja. Da sieht es plötzlich ganz anders aus. Auf einer Steigung liegen dicke Steine, die mich völlig unvorbereitet zu Boden zwingen. Aber ich komme zu dir. Nein, spar dir die Energie. Caro, das ist Quatsch. Okay. Nimmst du hinten? Oh, hier fällt man ja zu Fuß schon hin. Scheiße. Warte. Nee, ich muss hier. Oh. Okay. Ja. Okay. Ich muss den Lenker drehen. Hältst du die noch? Ja. Okay. Christel? Okay. So. Versuch mal drauf zu kommen. Dann machen wir die an und schieben die hoch. Wacker. An. So, ich schieb dich. 1, 2, 3. Ne, Rückwärts. hältst dich ein. Warte mal eben kurz. Das geht schon gut los, ne? Oh Gott. Oh, ist das anstrengend. Sollen wir erstmal ein bisschen zurück Ja. und dann mit Schmackes? Ich habe Leerlauf drin. Ja. Noch ein Stück. Oh. Okay. Soll ich noch mal probieren? Ich schieb mit, ja. Okay, los geht's. 1, 2, 3. Na, Oi. oh. Das macht mir hier ehrlich gesagt nicht gerade Mut, ne? Oh. Alter, das ist Ja, wir haben es noch gar nicht geschafft, ne? Du musst noch. Soll ich mal probieren? Ja, ich fahre deine. Ich probiere das. Okay, warte mal. Wo kommt jetzt der... Ich habe das ja jetzt schon mal geschafft. Nee. Die Karre lag noch nie. Dann kannst du wenigstens sagen, die lag zuerst mit mir. Komm, ich hab Bock. Soll ich direkt mitschieben? Du kannst ja mitlaufen und zur Not eingreifen. Ich glaube nicht, dass das hier gerade passiert. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ich verstehe auch gar nicht, was das jetzt soll. Ich tue dir damit einen Gefallen, ne? Das liegt nicht daran, weil ich irgendwie denke, so, dass das nicht geht. Also. Ihr wart live dabei. Ich habe den Vorschlag gemacht. Ich habe es gerade einfach gefühlt. Ich denke, ich probiere das jetzt mal. Ich habe Bock mit der Tenere das zu probieren, weil ich weiß ja jetzt, wie es mit der Afrika drin ist. Mach zweiten Gang rein und Gas. Ab dem Ding unten im Scheitelpunkt einfach stumpf Gas. Ja. Es geht schon gut los. Caro? Oh, Caro! Ach, ich meine... Okay, ich glaube, du machst das besser. Oh. Ach, so geht das hier los. Erst die Karre hier in die Scheiße reinfahren, dass ich auch einen richtig guten Startpunkt habe. Und dann aufgeben. Ach so, genau, ey. Halt die wenigstens fest. Alter, wie soll ich denn? Ich habe hier nicht mal Schwungmöglichkeiten. Ich komme da gar nicht hoch so. Gut. Ich bin hinten, falls irgendwas ist, okay? Ich glaube, es ist was. Ja, sehr gut, stark. Oh. Geil, check. Weißt du, alles muss man selber machen. Alles muss man hier selber machen. Oh Mann. Vorsichtig bahnen sich die Motorräder durch das Dickicht. Wir sind unsicher, was uns dieser Weg bringen wird und ob es überhaupt einer ist.
Alter! Jo, ey. Das sind aber gute erste Meter. Da geht schon wieder. Oh Mann, ey. Oh fuck, Alter. Caro, meinst du, wir schaffen das? Das ist echt hardcore, weil das sind einfach nur riesengroße, lockere Steine, ein ausgetrocknetes Flussbett oder so. Ich glaube, so kriegen wir unsere Chat-Sektion heute auf jeden Fall nicht fertig. Nein. Wir können froh sein, wenn wir hier irgendwie wieder rauskommen. Aber meinst du, weiter ist besser als umdrehen, ne? Ja. Wir können ja mal checken, ob wir irgendwo in einer großen Stadt sind oder sowas, ne? Oder? Ja. Oh Mann, na gut, hat schon seine Gründe, warum die alle mit richtigen Enduros hier durchfahren, ne? Und nicht mit so Koloss-Dingern. Aber was soll's, ne? Ich habe halt auch kaum Empfang. Wollten das Abenteuer. Jetzt haben wir es schon wieder. Die Frage ist, sollen wir diesen Weg fahren oder drehen wir uns um und fahren das wieder zurück, was wir gerade gemacht haben? Wir versuchen halt, wir sind ja da so schnell, dass wir uns dann nicht in die Knie zwängen von, genau. So einer Sache hier. Es ist zwar mittlerweile 33 Grad warm oder sowas. Der Touratec-Anzug tut hier sein Bestes, um warm zu halten. Alter, mir läuft das Zeug hier schon aus. Leute, Puls von 300. Ich mache mich jetzt hier schon mal gemütlich. Vielleicht wird das die Position sein, in der ich in ein paar Minuten wieder mich befinde. Allerdings mit dem Motorrad neben mir. We will see. Oh. Das ist ohne Scheiß. Hältst du davon, wenn wir einfach da lang fahren? Nee, ich weiß nicht. Das sind so... Ja, das ist aber nicht glitschig. Aber die Buschel, die halten dich fest. Hier sind Schlangen. Und das kannst du nicht lange machen, glaube ich. Also hier, da ist eine Eidechse. Ja, hier geht's bis hier. Da ist eine gute Möglichkeit. Und hier ist dann aber auch die gleiche Scheiße, ne? Und da wieder drauf zu kommen, wird schwierig. Da wieder drauf kommen, ist ein vorprogrammierter Sturz. Das ist ganz schön Schwiererei, ne? Ich finde das schlimmer als Sand fast. Ja. Guck mal hier, man kommt hier nicht zu Fuß. Da oben ist ein Haus. Ja, der lacht uns aus, wenn er uns sieht. Dann lachen wir ihm an. Zurück. Das geht aber so weiter, ne? Fuck. Eigentlich muss man da jetzt mit so einer ganz konstanten Geschwindigkeit, die auch unbedingt nicht hoch sein muss, drüber. Da zu viel Gas gräbt sie sich ein, bei zu wenig verreckt sie. Jo. So, ich versuche mal mein Glück. Caro hat es ja schon ganz gut gemacht da. Boah, fuck, ey. Das ist echt überhaupt nicht so einfach, wie es aussieht. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich lieber mit Softbags Offroad fahre, als mit Koffern. Puh. Die gräbt sich ganz schön ein hier, die Karre. Boah, ey. Anstrengend hoch 10. Es geht ganz schön in die Arme. Und bei mir in die Beine. Ich laufe mehr, als dass ich fahre. Wie sieht das überhaupt aus hier? Dezent steinig. Oh Leute, das ist so anstrengend. Boah, ey. Das geht ultra in die Arme. Ja. Im Stehen traue ich mich das nicht, ehrlich gesagt. Oh Mann, ey. Oh mein Gott, bisschen was haben wir noch. Ich weiß nicht, wie lange der Weg geht. Das raubt richtig Energie, sage ich euch. Zwischendurch Pause machen ist ganz gut. Die Arme, ey.
Da merkt man natürlich, ob man Ausdauersport macht und nicht raucht. Ja, rauchen richtig geil. Genau, das ist echt der Unterschied gerade. Also mir geht es echt besser als Julien, obwohl er wahrscheinlich besser fahren kann. Aber bei ihm sind es halt einfach die Sachen, dass er viel Kraftsport macht, aber nicht so viel Ausdauer und er raucht halt ab und zu mal. Ja. Ist trotzdem schön, ne? Oh, herrlich. Eine Wohltat hier. Boah, mein Lüfter ist hier auf 1000. 35 Grad haben wir hier mittlerweile. Lufttemperatur außen. Das ist nicht das Öl. Alter, es ist am Glühen wie Sau hier. Es wird besser da hinten. Also schnell dahin. Oh, da haben wir uns zu früh gefreut. Und dann passiert das, was auch der guten Tenere früher oder später auf dieser Reise passieren musste. Und da liegst du das erste Mal. Tenere am Boden. Ich eile zur Hilfe, so schnell ich kann, also mit einem km/h. Alles gut? Die Tenere ist top in Ordnung, nur Juliens Stolz ist ein wenig angeknackst. Nicht, dass du dich auch noch auf meine drauflegst. Ich schieb dich. Das war's wohl. Ich glaube nicht. Ach, wie steht's jetzt? Ja. Lehn einfach an rechts. Queenie müde. Boah, das ist echt nicht zu unterschätzen. Hier liegen ganz schöne Brocken drin. Da macht das Vorderrad, was es will. Naja, weiter. Als um die nächste Ecke Wasser zu finden ist, nutzen wir es direkt zur Abkühlung und überlegen uns, wie es weitergeht. Oh, die Sonne brennt wie wild. Ich glaube, ich habe auch schon Sonnenbrand, in der mein Gesicht glüht. Aber schön ist es ja echt, ne? Oder was sagst du zu der Strecke bis jetzt? Toll. Ist geil. Landschaftlich das Beste, was wir die ganze Zeit hatten. Aber auch das Herausforderndste, ne? Ja, damit hätte ich an der Stelle noch nicht gerechnet. Nee, da fängt der Spaß an. Wir entscheiden uns an dieser Stelle, den Tet zu verlassen. Mit einem Puls jenseits von Gut und Böse haben wir uns zwar irgendwie durch dieses ausgetrocknete Flussbett gekämpft, doch nach Non-Stop-Quälerei brennen unsere Unterarme mörderisch und der Schweiß drückt sich gefühlt literweise durch jede Pore. Nochmal schaffen wir das nicht. Was war das für ein Weg? Wie sehe ich denn aus? Wie, was für ein Weg? Ich habe gesagt, das ist ein ganz schöner Reifenficker, so ein Flussbett. Das Profil frisst ordentlich. Flussbett frisst Profil. Boah, wir sehen aus. Du siehst genauso fertig aus, oder? Ja, ich sehe wunderschön aus. Ja. Könnte Rot vielleicht wie ein bisschen sonst Farbe was. vertragen. Farbe, wir müssen ein bisschen farbloser werden. Ich habe hier Pulsadern in der Birne. 5er Schlaganfall. Wir machen das jetzt hier gerade aus gesundheitlichen Gründen, dass wir da mal abgefahren sind. Wir sind ganz schön Opfer, oder? Heavy, ey. Über asphaltierte Straßen fahren wir den nächsten Campingplatz an, in der Hoffnung, dort unsere Wunden lecken zu können, also das angeknackste Ego. Also ich denke, dass wir jetzt gerade da ein Ende drunter gemacht haben unter die Strecke. Das ist jetzt irgendwie auch so eine Sache, wir sind jetzt überrascht worden von der Krassheit der Straße. Also alles gut. Es ist jetzt auch nichts passiert. Niemand ist verletzt. Alles super, hat Spaß gemacht, hat Kraft geraubt. Aber jetzt ist irgendwie dann, glaube ich, auch jetzt die Zeit, um einen Campingplatz zu suchen. Und das nächste Mal, bevor wir losfahren und nochmal so Offroading machen, sollten wir, glaube ich, mal gucken, welche Nummer man wählen muss, falls was passiert. Und ich stelle mir im Navi ein, dass das der Koordinatenpunkt angezeigt wird, dass, falls ich dann jemanden am Telefon habe, dass ich dem den Punkt sagen kann, weißt du? Wie man sieht, kann das ja doch auch schon ganz schön grenzwertig werden. Und da ist ja, glaube ich, nicht so schnell jemand navigiert ansonsten. Beziehungsweise kommt da auch keiner so mal eben vorbei, Ja. der einem helfen kann. Die Straße hat ja so keinen Namen. Also ich fand das gerade schon echt ein geiles Gefühl zu wissen, dass wir noch was zu essen und genug Wasser dabei haben, weil ich glaube, das ist noch mit eines der gefährlichsten Sachen, was dir so passieren kann, dass du sowas fährst und dann nicht wie hier direkt an der Straße bist und jederzeit wieder abbrechen kannst, sondern dass du wie in Marokko halt dann echt kilometerweit von der nächsten Stadt entfernt bist, dich findet niemand und du hast aber einfach
zu wenig Wasser im Körper. Ja, das ist auf jeden Fall. Hat man ja auch gerade gesehen, wie schnell das Wasser auch raus ist. Ne? Ja. Die Situation ändert sich auch ganz schnell. Wenn du jetzt zum Beispiel bei so einer Sache eine Panne hast, ne? Stell dir mal vor, dein Reifen ist runter von der Felge, du hängst da irgendwo in so einem Flussbett, bist dann nicht gerade an so einer passenden Stelle, dann kann das auch schon mal ganz schnell anders aussehen. Ne? Ja. Wasser ist das Wichtigste. Wasser und Wasser und irgendwie so ein bisschen Essen. Zucker oder sowas dabei, dass man den Kreislauf mal ein bisschen pushen kann. Dieses wunderschöne Örtchen hier ist also nun unser Campingplatz für die nächste Nacht. Krass, doch wie teuer das hier ist zu campen. 27 € pro Nacht mit 2 Personen und einem Zelt und 2 Motorrädern. Nun gut, was soll's. Zumindest schlafen wir in einer Umgebung, in der wir auch Motorrad fahren. Und das ist nicht so fern der Realität hier. Jetzt können wir uns schon mal ein bisschen an die Felsen gewöhnen. Der hat hier gut was zu fressen, das ist eine Ameisenstraße. Meister, friss uns mal schön die ganzen Ameisen weg. Siehst du da vorne so richtig dicke Dinger, das geht ordentlich. Eieiei. Einfach, man sieht richtig die Zunge. Da friss mal schön die Ameisen weg. Jo, danke. So, das Zelt steht. Ich bin frisch geduscht und habe mir endlich mal ein Kleidchen angezogen hier. Sehr schön, mal ein bisschen Wind an den Beinen. Julien kauft gerade noch was zu essen ein. Und das Ärgerlichste zeige ich euch jetzt mal. Als wir hier gerade auf dem Campingplatz ankamen, haben wir gesehen, dass man hier auch Gas kaufen kann. Und diese Gaskartuschen kosten nur 3,50 € und passen in meinen alten Gaskocher rein. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für Erfahrungen habt, was so der gängigere Gaskocher ist. Ich habe ja sonst, wie auch auf der Marokko-Reise, habe ich ja sonst auch noch einen Benzinkocher dabei. Ja, ich dachte jetzt hier so in Spanien, das ist ja ein Gebiet, da gibt es sehr, sehr viele Geschäfte und da müsste man das nicht unbedingt machen. Wäre vielleicht einfacher gewesen, mal eben ein bisschen Benzin in den Kocher zu füllen. Das gibt es ja überall, das ist überall das Gleiche. Naja, mal schauen. Das ist auf jeden Fall jetzt der aktuelle Stand der Dinge. Wie ihr seht, ich habe natürlich zuerst mal die Klamotten, die verschwitzten, gewaschen und dann mich. Das ist wohl auch ein Campingplatz, der ganz gut besucht ist und geführt wird von einem Holländer. Während ich am Zelt bleibe, besorgt Julien das Abendessen. Hier ist gerade ziemlich viel los und auch alles gesperrt, weil hier wohl so ein Stadtfest ist. Deswegen ist hier alles gesperrt. Und ich durfte den Wagen nicht mit nach draußen nehmen aus dem Laden. Da waren gerade die Leute so nett und haben mir noch geholfen, die Sachen mit zum Motorrad zu tragen. Echt, also sowas erlebt man selten. Sehr nett hier. Wetter ist top. Wir haben immer noch 26 Grad und dabei hat es tatsächlich gerade angefangen, noch ein paar Tropfen zu regnen. Aber ich denke, das war es dann wohl für heute. Die dicke Wolke ist weg. Hier ist echt wenig los mit Regen in dem Gebiet. Wie wir heute gesehen haben, das Flussbett war komplett ausgetrocknet. Also echt gar nicht so einfach hier in Spanien so ganz normal einkaufen zu gehen. Die Orte sind oft nicht gut ausgestattet mit Lebensmittelgeschäften. Da hat man das Gefühl, man geht bei irgendwelchen Privatmenschen durch die Wohnung einkaufen. Das sieht man oft auch erst gar nicht, dass du da irgendwo in einer kleinen Gasse, ja einfach im Grunde genommen wie so eine Haustür hast, wo du dann irgendwie hinter so Fliegenvorhängen her bei jemandem reingehst und dann sind da 3 Regale mit ein paar Lebensmitteln und das war's dann. Die haben dann auch oft frühzeitig geschlossen, deswegen hatten wir Glück, weil morgen Sonntag ist, dass wir jetzt hier noch einen ganz normalen Laden erwischt haben. Konnte ich ordentlich was einkaufen. Das ist echt richtig super schön hier in der Gegend. Gerade auch echt zu der Jahreszeit. Man hat hier richtig Sommerfeeling. Wir haben 7 Uhr abends immer noch 26 Grad. Und
diese schotterigen Strecken, die machen echt Bock hier. Das ist echt ein sehr schöner Platz hier. So, und mit einem richtig schönen Ausblick ist das Abendessen auch schon kredenzt. Dank Julian haben wir jetzt was richtig Gutes zu essen. Und nebenan bauen noch Holländer auf. Die sind mit dem Fahrrad unterwegs, haben 3 Monate Zeit und sind in Marokko gestartet, über Portugal und jetzt hier Spanien und enden dann in Barcelona. Ganz interessant, ich habe mich gerade mit ihr unterhalten. So ein bisschen wie vom Slang her Itchy Boots. Oder? Holländer. Ja, Holländer. Die können mega gut Englisch reden. Da komme ich schon ins Wörter suchen und so. Voll krass. Und sie können es einfach richtig gut, ne? Ja, das liegt daran, weil die auch keine Übersetzung in die Landessprache haben. Die gucken ja Fernsehen nur auf Originalton. Auf Original. Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, die ja alles Mögliche neu vertonen. Das ist ja in ganz vielen Ländern so. Original. Das ist gar nicht so gut, dass wir das machen, oder? Wir sollten das mal machen wie die Holländer, weil dann könnten wir das besser. Ich finde es schon geiler, Filme auf Deutsch zu gucken. Ja, aber man gewöhnt sich, glaube ich, dran, wenn man die auf Englisch guckt, dauerhaft, oder? Ja, klar. Ja. Cool. Mit dem Fahrrad, das wäre auch noch mal was, oder? Nein. Nein. Das ist mir zu heftig. Das ist ja nochmal eine Nummer krasser. Du kommst Ich glaube, das ist geil, wenn du dann abends ankommst und du hast den ganzen Tag auf dem Fahrrad gesessen. Anstrengend, das ist, wenn du da dir 80 bis 100 Kilometer da wegstrampelst, die Berge hier hoch. Irgendwann will ich das mal machen, glaube ich. Dann mache ich das ohne dich. Ja. Auch wenn Fahrtage wie diese im ersten Moment vielleicht nach Scheitern und Kampf aussehen mögen, fühlen sie sich an wie ein großes Erlebnis und sind das, was noch lange überaus positiv nachhallt. Am Ende dieses Tages fühlen wir uns mit jeder Faser unseres Körpers 100% lebendig. Und das ist es, worauf es im Leben ankommt. Also Freunde, wir sehen uns im nächsten Video, wenn es wieder heißt Caro unterwegs in Spanien.